Hey Dirk, wie schaffe ich das, dass ich selber nicht von meiner Tagesform abhängig bin? Weil es gibt ja auch mal schlechte Tage. Und dann verkaufe ich nichts. Oder du bist Unternehmer und du sagst, was kann ich tun, damit meine Verkäufer nicht mehr tagesformabhängig sind? Wenn die auf einmal schlecht drauf sind und die verkaufen nichts mehr. Oder du sagst als Unternehmer, meine Verkäufer brauchen Monate, bis dass sie wirklich auf dem Niveau sind, wo ich sie brauche. Was kann ich tun, dass sie schneller produktiv sind, dass sie schneller auf dem Niveau sind, wo sie hin sollen? Wie kann ich den Erfolg vom Zufall befreien? Darum geht es in diesem Video. Ganz einfach, die Lösung für beide Situationen sind Skripte, Telefonskripte, Telefonleitfäden. Schau mal, die meisten erzählen mir, wenn sie keine Ahnung haben, jedes Gespräch mit einem Kunden ist anders. Stimmt, aber in bestimmten Situationen stellen Kunden immer wieder die gleichen Fragen. Angenommen, du arbeitest an der Rezeption eines Hotels. Ich wette mit dir, dass die Kunden alle die gleichen Fragen stellen. Was kostet ein Zimmer? Einzelbetten oder Doppelbetten? Wie groß ist das Zimmer? Ist Frühstück damit drin? Ich behaupte, wenn du die 50 häufigsten Fragen beherrschst, respektive die Antworten, kannst du an der Rezeption arbeiten. Richtig? Ja. Okay, also, wenn du als Verkäufer doch weißt, welche Fragen du stellen musst, zum Beispiel in einem Qualifizierungsgespräch oder in einem Abschlussgespräch, wirst du es dann führen können? Wenn ich dir einen Leitfaden gebe mit den wichtigsten Sachen da drin? Ja. Jedes Gespräch ist anders, stimmt, aber vielleicht 5%. 95% ist immer das Gleiche. Der Kunde hat die gleichen Fragen, die gleichen Bedenken, die gleichen Antworten. Und hast du einen Leitfaden, kannst du dich daran orientieren. Zweitens, jeder Kunde ist anders. Natürlich ist jeder Kunde anders. Jeder Mensch ist ein Individuum. Und trotzdem kannst du mit dem Leitfaden arbeiten. Würde ein Pilot, egal wie erfahren der Pilot ist, hast du das schon mal gesehen, wenn du ins Flugzeug einsteigst und die Tür zum Cockpit ist auf und du kannst reingucken und die sitzen da mit ihren Klemmbrettern und gehen ihre Checklisten durch vor jedem Flug. Da gibt es den Piloten, der auf der gleichen Maschine seit 3 Jahren fliegt. Und er fliegt immer Düsseldorf-München, München-Düsseldorf. Immer. Vor jedem Flug hat er seine Checkliste, damit er nichts vergisst. Weil wenn er was vergisst und er kommt in Schwierigkeiten, hängen da Menschenleben dran. Okay? So. Und du willst mir sagen, du machst das so. Du kannst das Gespräch so führen am Telefon. Der Pilot könnte auch sagen, ich bin die Strecke schon 300 Mal geflogen. Ich kenne den Weg. Ich kenne jeden Baum, jede Talsperre aus der Luft. Ich weiß, wie ich das machen muss. Und trotzdem hält er sich an seinen Leitfaden. Was kannst du von einem Piloten lernen? Nehmen wir einen Schauspieler. Ein Schauspieler hat ein Drehbuch. Ein Schauspieler geht nicht einfach auf die Bühne und erzählt, was ihm gerade in den Sinn kommt. Der hat ein Skript. Und der lernt dieses Skript auswendig und übt das dann. Und dann geht er auf die Bühne. Mit einem Skript sorgst du dafür, dass du keine Tagesform mehr hast. Egal, wie gut du dich fühlst oder wie schlecht du dich fühlst. Du wirst, wenn du bei dem Skript bleibst, verkaufen. Onboarding. Es braucht Wochen, Monate, bis das ein Verkäufer auf Flughöhe ist. Ein neuer Verkäufer bekommt am ersten Tag seinen Leitfaden. Übt den und am ersten Tag ruft er schon Kunden an. Das ist nicht perfekt. Wie lange dauert's? 3 Tage, 4 Tage und der führt astreine Gespräche. Du willst, dass deine Verkäufer schneller produktiv sind? Du willst als Verkäufer schneller in die Provision kommen? Arbeite mit einem Skript. Kein Profi würde den Erfolg dem Zufall überlassen. Es gibt 2 Arten von Skripte. Es gibt das Fließtextskript. Damit lernst du. Da ist alles ausformuliert. Das ist der Musterdialog. Damit übst du, damit lernst du. Und dann hast du ein Stichwortskript, damit du nicht anfängst abzulesen. Da stehen nur Stichwörter. Denn wenn du vorliest, abliest, merkt das dein Gegenüber. Und niemand möchte am Telefon was vorgelesen bekommen. Der möchte in einen echten Dialog einsteigen. Und deswegen
nimmst du das Stichwortskript und damit telefonierst du nachher, damit du nichts vergisst. Okay, jetzt sagen andere wieder, aber dann bin ich nicht authentisch. Ich bin da nicht authentisch. Ist Authentizität eine Qualität an sich? Nein. Dann bist du ein authentischer Versager. So, gehen wir mal in ein Restaurant. Und jetzt hast du eine Kellnerin, die unfreundlich ist, die schlechte Umgangsformen hat, die Hälfte der Bestellung vergisst, die falschen Dinge bringt. Die ist aber total authentisch. Gehst du dann nochmal hin? Nein. Unfreundlich, vergisst es, du kriegst die falschen Sachen, die Rechnung stimmt nachher nicht, zu deinen Ungunsten. Die ist aber total authentisch. Nein, Profis haben einen Standard und bewegen sich in diesem Standard. Wenn dir das hilft, dann spielst du eine Rolle. Du bist in der Rolle des Verkäufers in dem Moment, wo du mit dem Kunden telefonierst. Und da bist du so natürlich wie möglich, sodass der Kunde sich wohlfühlt. Arbeite mit Skripten. So, jetzt fragst du dich, wie komme ich an ein richtig gutes Skript? Fließtextskript und Stichwortskript. Und zwar eins, was verkaufspsychologisch optimiert ist, wirklich top ist, von den besten Verkaufstrainings, die du kriegen kannst. So, und dann, wie ist es, dass es auf dich auch noch angepasst ist, auf deine Kunden, auf deine Produkte und Dienstleistungen, auf dich als Verkäuferstil? Wie klappt das? Die Antwort gibt es in einem kostenlosen Webinar. Die Telesales Profi Masterclass, so heißt das Webinar, machen wir einmal im Monat. Den entsprechenden Termin findest du unter dem Video, einmal im Monat. Es ist sonntags um 11 Uhr. Du musst dir 1 bis 2 Stunden Zeit nehmen und dort erfährst du das. Du erfährst als Unternehmer, als Selbstständiger, wie du dir eine Telesales-Organisation aufbaust, worauf du achten musst. Und du erfährst als Telesales, wie du zum Beispiel zu so einem Skript kommst. Also, melde dich an. Anmeldung und Teilnahme ist komplett kostenlos und unverbindlich und es lohnt sich. Da kommen andere Dinge als in YouTube-Videos bei mir. Da kommt nochmal deutlich mehr Mehrwert. Den Link findest du unter dem Video und hier findest du die Playlist bei YouTube zur Telesales-Woche. Und dort habe ich mich schon mal mit Skripten beschäftigt. Dort siehst du eine Menge Beispiele, wie man es am besten nicht macht. Und hier die häufigsten Probleme beim Thema Einwandbehandlung. Die meisten Verkäufer scheitern an dem.